He reached the summit, expecting no one. But there she was, steaming, pacing. I'm gonna kill him, she said. I'm gonna kill all his ravens, and then him, and then his family, and all the eggs and tadpoles. Then I'm gonna burn down their pond. Did you go and get the Iblis stone? Do you see all these ravens I killed? So much power. Yeah. Great, Bernardo said. You really want power from a demonic rock? You want the stone, don't you? Not really. Good. I'd rather not have to kill you. He told her he loved her, that he wouldn't let the Iblis stone take her, even if he had to die for it. Well, he planned to tell her. Now didn't seem like the right time. She'd probably cool off in a bit. So he let her get in her ship and fly off. He rushed back to the Farfarer and followed her, keeping a healthy distance. Zenobia's ship was just visible through the clouds ahead. How could he reason with her? But he had to. The rebels were down for the count. No wonder. He'd betrayed the location of their base and then he'd abandoned them. And if she became Empress while she was in the grip of the Iblis stone, if she became Empress by murdering her father, she could still be a great Empress. But she could also be a nightmare Empress. She had to be stopped. Ich glaube, wir wurden vor gar keine Entscheidung mehr gestellt. Wir müssen uns drum kümmern. Das wird nicht leicht, meine Freunde. There were more dead ravens along his path, some of them wounded in the back. He knew she could have easily talked her way past them, or clouded the little tiny raven brains with a spell. She was going out of her way to kill everything in her path. This wasn't Zenobia, not as he knew her. Aber erst hol Zenobia ein. Na gut, wir haben bestimmt genug Zeit. Ich will mir erst ein Schwert bauen. Na? 115. Ja, da freue ich mich schon drauf. Steigert die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit für Energiekosten. This sword from the mystical east could make time itself slow for you. Das gefällt mir. Ich habe keine Lust auf das, was kommen wird. Es ist absehbar. Halt! Nein! Verflucht! Komme ich nochmal zurück? Nein. Natürlich nicht. Die weiß ich, die war in Ruhe. Die nehme ich mit. What else could you hook? Na, zum Beispiel. Verheißungsvoller Teleporter. Ach, okay. Ich erinnere mich. Wir haben wahrscheinlich noch ein bisschen Verschnaufpause, bevor wir
bevor die nächste, was zum Teufel ist da los, Situation kommt. Ja, hier. Kisten müssen zerstört werden. Und wir fliegen. These platforms are great. Ronaldo wanted one for his house. Hier bin ich noch nicht lang gegangen. Ja. Das sieht ganz nach einem alternativen Weg aus oder nach einfach nur versteckten Truhen. Okay. Ja, die Alternative nicht gebrauchen, das ist gut. Ah, okay. Ich sehe auch schon, was hier bei dem Schwert passiert, wenn ich die Skill-Taste drücke. Nicht die Zeit wird langsamer, sondern ich werde schneller. Verkehrt ist. Wo zum Teufel? Bin ich schon wieder so verwirrt, dass ich schon wieder voll auf die Fresse gekriegt habe. Aber, keine Ahnung, wir waren doch eben noch auf der Schiffsflotte. Ja. Okay. Das kann ich öffnen. Had that door been opened before? Allerdings nochmal das Schwert. Genau aus diesem Grund. Wasserextrakt. Angriffstempo. Das ist ein Stein, den ich gerne nutzen möchte. Vielleicht sogar lieber als kritische Trefferchance. Okay, hier haben wir wieder einen Brief. Kämpfe, Schütze, Siege. Vergiss nie, wofür wir kämpfen. Das Imperium bringt den Inselfrieden, Wohlstand und Stabilität. Bevor mein Großvater für Einigkeit sorgte, kämpfte jedes Tier für sich selbst. Die Starken fraßen die Schwachen, das war das einzige Gesetz. Die Rebellen wollen unser großes Imperium zerstören. Sie verbreiten Lügen über die Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und tun so, als könnte die Macht aufgeteilt werden. Aber Gerechtigkeit und Gleichberechtigung können nur mittels einer eisernen Faust erreicht werden. Verbrechen bestrafen, bis es ausgerottet ist. Den Wohlstand aller kontrollieren, bis es keine Gier mehr gibt. Andere Meinungen im Keim ersticken, bis Harmonie herrscht. Die Prinzipien sind die Säulen, die unser Imperium schützen. Die Alternative ist die Rückkehr zur Barbarei. Du musst für dein Imperium kämpfen. Du musst seine Werte schützen. Du bist die erste, die letzte Verteidigungslinie gegen die Dunkelheit. Du darfst nicht versagen. Kämpfe, Schütze, Siege. Kriegsmanifest vom Imperator Isengrim III. Naja, es ist so ein bisschen das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, ne? Alles, was den Imperator nervt, wird ausgelöscht. Alles andere wird eingeführt. Alles, was er gut findet. Das, was in dem Manifest drinne steht, nein. Danach kann man nicht leben. Einfach nur... ja... Es sind Züge von Faschismus. Die Leute sollen das tun, was der Imperator gut findet und nichts anderes. Meinungsfreiheit wird unterdrückt.
Alles andere zählt nicht. This stone was incredibly valuable. Bernardo could sense it. Also, it still had its price tag. Und freie Entscheidung und Meinungsfreiheit wird als Barbarei betitelt. Man kann sich die Wahrheit als Imperator schon so auslegen, wie man sie haben möchte, ne? Irgendwie kann man es immer glaubwürdig ausdrücken. Leute, euch zuliebe werde ich jetzt, oh, guck mal, da habe ich so einen blauen Kürbis den Berg runtergeschmissen. Ich werde euch zuliebe jetzt erstmal eine Zeit lang bei dem Heilschwert bleiben, weil ich einfach nur das machen kann. Und das ist im Moment ziemlich dienlich für den There was an inscription on the platform. Spielfluss, glaube ich. Balaleka lessons, with an address. So, his beloved was possessed by the spirit of a demon. That's what it meant to be a hero. To brave the darkness in your loved one's soul. To have faith there was still good in her. To help her out of that darkness, no matter what the cost. But what? What could he do? She'd kill him if he tried to take the Iblis stone from her. Genau, das ist das Problem. Ja, wir mussten eben auf das Schiff warten. Bernardo wondered if his future self had commissioned these poles. Welches diesen Sackpfosten drauf hatte, damit wir uns rüberschicken konnten. Ich hab doch in seine Richtung gedrückt. Nein, nein. So this was what it was like to die. Ja, ich Not muss mich nearly hier as rausreden. much Ich fun wollte as they zuerst den said. Explosionsheini ausschalten. Daraufhin hat aber der andere angefangen zu chargen. Ich Noob. Die werden schon ein bisschen schneller, wenn die diesen blauen Schimmer außenrum haben. Das ist echt... Meine Reaktion heute ist echt für Katzen. Und zack. Kennen wir ja auch schon. Und wir wissen, wenn wir hier lang gehen, diese Geschichte wird sich auch dem Ende zuneigen.
nein, das war doch so eine Explosionstyp. Ach, ich hab ihn nicht erkannt. Ich Pfosten. Ja, Freunde, was wird nun geschehen? Müssen wir Zenobia töten? Oder wird sie uns töten? Wir wissen es noch nicht. Aber ich glaube ganz ernst, es wird nicht schön werden. At the end of the trail of raven corpses was Zenobia. Her father was frantically rigging a strange apparatus wrapped around a glowing core. "Don't do it!" he shouted. "You'll hate yourself in the morning. Stay back!" She screamed in a horrible voice he'd never heard before. It froze him in his tracks. The Emperor stared at him. "Run," he told the toad, "or hop." But he didn't manage to voice it, only think it. Zenobia stabbed her blade forward, and His Majesty fell dead. She began laughing hysterically. Or was she weeping? "Just walk away," she laughed at him. "I've no more use for you." There was something he needed to do, but he couldn't figure out what it was. So he did as he was told. As he walked away, he felt a chill in the world. The light in the sky seemed to dim. He didn't dare turn. He had a nagging feeling there was something he should have done just then. Something heroic. But he could not have taken the Iblis stone from her by force, and she would not have parted with it willingly. A cold wind blew from where she had been, but he still didn't dare turn. And then an awful laughter filled the air, and all the torches and all the ships went out, and he realized what he should have done. But by then, it was too late to do anything. And just like that, he was alive again, and back on the Farfarer, still fleeing burning Ubar. The book was still open before him. So, the book was a portal. It took you to the future, when your destinies would branch. He had failed and died 3 times, but he'd learned another true thing. Zenobia still had feelings for him. Ja, ich glaube, diese verrückte Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir Zenobia zu ihrem Vater geschickt haben, daraufhin hat sie sich den Iblisstein geholt und wurde verdorben und hat uns jetzt dieses Ende beschert, was uns, glaube ich, auch nicht weiterbringt. Wir brauchen definitiv, ich drücke mal A, als nächstes, ja doch, uns fehlt jetzt nur noch das Skyripper-Ende. Das komplette Skyripper-Ende. Das wird das nächste sein. Diesmal werde ich es auch durchziehen. Aber, hey, sehen wir es mal so. Wir haben diese hübsche Figur von Zenobia da oben bekommen. Auch nicht schlecht. Aber genug des Geschwafels. Ich drücke auf Weiter. But he was starting to feel like he was getting the hang of this. There was a way through to victory. He could feel it. He just had to keep running the path of destinies. With that, the book fluttered back to the beginning, and he fell into it. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Skyripper had surfaced.
Or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it, to take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? Ja, nützt nicht viel Gerede. Every Wir child starten knew about the nochmal so wie Sky die letzte Ripper. Geschichte. The Transcendent Emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This Emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the earth? It was more than Renato could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. As he set foot on the island, Renato couldn't help feeling a bit curious. Was Lapino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink Das haben champagne? wir alles schon zweimal Did gehört. rabbits? Tut mir leid. Renato felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Renato never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Ja gut. Das wird heißen, wir starten die nächste Aufnahmesession genauso, wie wir diese gestartet haben. Ich werde jetzt wieder eine Pause machen, muss jetzt dringend mal was essen. Bald geht es auch schon wieder an die Arbeit zum Nachtdienst. Ich verspreche, die nächste Aufnahmesession werde ich ein bisschen werde ich machen, wenn ich ein bisschen mehr auf der Höhe bin und nicht so völlig durch den Wind. Vielleicht klappt es dann auch mit dem Spielflow so ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst Feedback da und wir sehen uns bald. Hauen Sie reinsen, ihr jungen Männer und Frauen.